Heute starten wir mit der Verkabelung unserer neuen H0E-Anlage. Dabei versuchen wir das fast schon übliche Kabelchaos zu vermeiden und ganz einfach und sauber Ordnung zu schaffen. Löten, Kabelkanäle, Verteiler, Digitaltechnik, Stromversorgung und noch vieles mehr werden wir sehen. Willkommen bei der MOBA Manufaktur. Als Vorbereitung hole ich erstmals die ganzen Materialien hervor, die ich noch von den letzten Anlagen übrig habe. Das ist so viel Zeug, mehr als genug für diese kleine Anlage. Auch skizziere und nummeriere ich die Blockabschnitte für die Rückmeldung in den Gleisplan. Mache mir ein Farbschema und zeichne grob die Netzleitung zur Stromversorgung auf. Warum eine Netzleitung und keine Ringleitung? Für die Rückmeldung ist das der sinnvollere Weg und mit einer Ringleitung hatte ich bei der letzten Anlage auch mal Probleme mit Störungen im Digitalsignal. Auf der Anlage werden anschließend alle Versorgungsstellen per Steckpins farblich markiert. Die Kabeldurchführungen werden nun mit einem 2 mm Bohrer durch die Trasse gebohrt. Da die Gleise noch nicht final verklebt sind, schiebe ich sie leicht zur Seite, um genau darunter die Durchführung zu haben. An dieser Stelle greife ich auch etwas vor. Eigentlich soll es heute nicht um Weichen gehen. Trotzdem mache ich das gleich mit und markiere die ganzen Bohrungen dafür. Beim Unterflurantrieb wird anschließend mit 7 mm gebohrt. Die Kabeldurchführungen für die Polarisierung der Weichen wieder mit 2 mm. Was ist eine Polarisierung? Dabei wird das Herzstück der Weiche je nach Richtung gerade oder abzweigend unterschiedlich mit Fahrstrom versorgt. Die Gleise, die nun versorgt werden, baue ich der Reihe nach wieder aus, verkable sie links und rechts mit den definierten Farben und baue sie wieder ein. Anschließend das nächste Gleis. So vermeide ich, dass sich die Strecke zu sehr verschiebt. Das gleiche gilt auch bei den Weichen wegen der erwähnten Polarisation. Die benötigte Stelle am Gleis wird an der Unterseite freigemacht, leicht angeraut und die Kabel sauber verlötet. Lötfett hilft dabei enorm, eine saubere Verbindung zu bekommen. Mit dem Umdrehen der Gleise muss man sehr aufpassen, dass man nicht die Kabelfarben vertauscht und durcheinander kommt. Beim Einbau der Gleise werden die Kabel sorgfältig durch die Bohrungen gefädelt. Ich achte darauf, dass sich hier möglichst nichts verdreht oder knickt. Im Schattenbahnhof mache ich es mir etwas einfacher. Dort stört es mich nicht, wenn man die Kabel später etwas sieht. Somit löte ich hier im eingebauten Zustand an die Außenseite des Gleises.
Nachdem oben auf der Anlage alle Kabel angelötet und durchgefädelt sind, geht es nun an die Unterseite. Da ich hier in Segmentbauweise unterwegs bin, stelle ich mir die Anlage einfach auf und kann so sehr schön an der Verkabelung arbeiten. Wenn man das kopfüber unter der Anlage machen muss, na dankeschön, mein herzliches Beileid. Um Ordnung zu schaffen, kommen Kabelschächte und Buchbinderücken zum Einsatz. Die Kabelschächte lege ich einmal der Länge nach, da wo viele Kabel zusammenkommen. Quer zur Anlage dann eher die Buchbinderücken entlang der Rahmenwände. So ergibt sich eine Art Raster und man hat immer eine Führung für die Kabel. Einzelne Kabel werden dann noch mit einer Tackerklammer bis zur Kabelführung gehalten. Wie es auch der Elektriker bei einer Hausinstallation macht, ich versuche alle Kabel rechtwinklig zu verlegen, nicht einfach irgendwo schräg drüber. Die blauen Kabel kommen später an die Rückmelder und werden laut Gleisplan passend zu den Blockabschnitten durchnummeriert. Lackstift und Kreppband erfüllt da seinen Zweck. Die weichen Kabel brauche ich heute noch nicht. Diese werden aufgerollt und mal per Kreppband sauber zur Seite geklebt. Für die Hauptstromversorgung kommt ein Dreifachverteiler mit zusätzlichen USB-Buchsen zum Einsatz. Für Digitalzentrale, WLAN-Router und Analog-Trafo reicht das mal. Die USB-Buchsen sollen mir dann noch Ladegeräte wie zum Beispiel für Scamotion versorgen. Beim WLAN-Router ist es eine Spielerei, diesen so zu positionieren, dass die Antennen über der Anlage sind. Nach ein paar Versuchen hat es geklappt und sie stehen hinten beim Schattenbahnhof hervor. Die meisten der hier gezeigten Halterungen habe ich im Internet kostenlos gefunden und selber am 3D-Drucker erstellt. Das Einrichten der Zentrale mit WLAN-Router inklusive Freischaltung per Code mache ich per Tablet und App. Dies führt hier Schritt für Schritt durch. Beim WLAN-Router hatte ich erst das Netzwerkkabel falsch eingesteckt, weshalb ich keine WLAN-Verbindung zwischen Tablet und Router aufbauen konnte. Siehe den roten Pfeil. Typischer Anwenderfehler, einfach mal probieren und ja, keine Anleitung lesen. Nun führen wir alle Kabel zusammen und koppeln diese mit dem Gleisausgang der Zentrale. Dazu habe ich eine Halterung für die genutzten Verbindungsklemmen gedruckt und verlöte jedes Kabel sauber am Ende, bevor ich es darin platziere. So baut sich nach und nach ein sehr schöner Verteiler auf der Blockabschnitte mit Kabelfarbe Gelb, also immer die anlageninnere Schiene des Gleises versorgt. Auch die blauen Kabel der Anlagenaußenseite des Gleises führe ich vorerst mal so zusammen, jedoch nur mal provisorisch. Der Grund dafür: im nächsten Verkabelungsvideo zeige ich dann, wie die Rückmeldung über die blauen Kabel zustande kommt.
Die Zentrale hat keinen separaten Ausgang für ein Programmiergleis. Ich möchte hier aber direkt an der Anlage Adressen an Decoder bzw. Logs zuweisen. Um hier nicht ständig alle Logs runternehmen zu müssen oder das Kabel umzustecken, baue ich einen Schalter ein. Dieser switcht zwischen Anlage oder eben Programmiergleis das Digitalsignal hin und her. Um die Zentrale und Decoder damit nicht zu schädigen, nur im Stopp-Modus umschalten, sodass keine Digitalspannung während des Schaltens anliegt. Das funktioniert jetzt alles mal soweit, gesteuert wird per Tablet und mit der klassischen Multimaus. Beide Eingabemethoden haben so seine Vor- und Nachteile und schlussendlich ist es Geschmackssache, was man verwendet. Mal steuere ich lieber mit dem Tablet, da man dort alle Logs sauber in der Datenbank abgebildet hat. Beim Verschub zum Beispiel, also wenn ich mit einer Log oft hin und her muss, bevorzuge ich allerdings klar die Multimaus mit dem haptischen Drehregler. Das Ergebnis zeigt Ordnung unter der Anlage. So soll das sein, so mag ich das. Alles ist sauber verlegt, nirgends hängen mehr Kabel runter. Allerdings ist dies nur der erste Schritt der Verkabelung. Beim nächsten Mal sehen wir den Bau der Segmentübergänge, die Verkabelung der Rückmeldung, Trennung der Gleisblöcke und wie sich das im digitalen Stellwerk am Tablet zeigt. Schreibt unbedingt einen Kommentar, wie viel Aufwand ihr in eure Verkabelung gesteckt habt. Ist bei euch auch Ordnung oder doch Chaos und Kabelsalat? Unbedingt liken, hypen und teilen, um das Thema vielen anderen Modellbahnern nahezubringen, und ich sehe es als eure Pflicht, ein kostenloses Abo dazulassen. Nur so verpasst ihr keine spannenden Videos mehr vom Bau unserer kleinen Anlage. Danke und bis zum nächsten Mal, der Hans von der MOBA Manufaktur.